Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Hutch Patterson, Matrose. James Lancaster, Steuermann. Patrick Cairns, Harpunier. Ralph Talbot, Matrose. John York, Smutty, was auch immer das heißt. Pablo Coventrano, Harpunier, vor einer Woche verstorben. Der Harpunier kann This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Stimmt. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Einige Zeit später. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Naja, das war jetzt nicht die Welt, was er ihm gegeben hat, ne? Gut. Wir können wieder Herleitung machen. Patrick Cairns. Peter Carey raucht nicht. Hm? Da unten ist er. Patrick Cairns überprüfen. Wenn der Tabakbeutel Patrick Cairns gehört, zeigt das, dass er am Tatort war. Aber das muss zuerst bewiesen werden. Wir haben eine Spur. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Ach ja. Warte mal. Wo ist... My archive. Ach so. I can all... Ja, dein Archive, das juckt mich nicht. Kleiderschrank. Grauanzug, Kelleranzug. Bandit. Bauernkleidung. Morgenmantel. Seemann. So, und zum Schminktisch gehen wir auch noch rüber. Die Haare können wir mal ein bisschen abändern hier. Eine geile Glatze ist ja auch mega. Ah, ist so nobel. Boah, das können wir mal nehmen. Brillen. Ach du Scheiße, die Brillen, ey. Na, die Brillen lassen wir weg. So, der Bart. Schön bärigen Vollbart brauchen wir. Oh nein. Das wäre gerade aber schon echt gut. Ah. Ah, ne, komm, wir machen hier den. Den machen wir. So, Ben. Jetzt sind wir Now auf I die can Spur. approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Ah, wunderbar. So, mal sehen. Kneipe Sea Witch. Ja, ab dahin. Hier wird ein bisschen geplaudert und getrunken. Hey, war er nicht noch gerade im Knast? Ja, das ist der. Der war doch gerade noch im Knast. Ah, der raucht sich eine. Da liegt ein Kohlkopf rum. Der Opa hier war auch im Knast. Also im Yard. Bist du Cairns? Ist nicht Cairns. Wo ist denn der gernige Cairns? Hm? Ach. Patrick Cairns. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling and arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I
start at 10 shillings. Suits me. Kein Problem. Okay. Okay, Ausdauer. Betrachten Sie den Gesichtsausdruck von Cairns. Okay. Verteidigen? Er drückt wieder. Er drückt. Da müssen wir verteidigen. Gleich wieder, ich weiß es. Da ist er. Er drückt wieder. Oh, scheiße, der hält lange drauf. So, erstmal wieder ein bisschen Ausdauer. Und wieder verteidigen. So, und jetzt können wir... Oh. Er drückt auch wieder. So, er drückt wie so eine alte Seerobbe hier, die er ist. Wir hatten ihn schon gerade beinahe aufzudrücken, du Sack. Oh, verteidigen wieder, verteidigen. Wir brauchen erst nochmal voll Ausdauer wieder. Dann lassen wir uns gleich nochmal einmal drücken. So, da drückt er wieder. Schön verteidigen, schön verteidigen. So, und jetzt brauchen wir Ausdauer. Oh. Ja, er verteidigt. Ja, komm, jetzt haben wir ihn. Oh, jetzt kriegt er uns. Scheiße. Ah, da war ich gerade zu übermütig. Da drückt er wieder. So, Hammer. Ja, regt er sich auf. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Ja, klar, kann man machen. Ja, machen wir weiter. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Wir haben gerade gewonnen, du Sack. So, jetzt wissen wir auch, wie es geht. So, Vollgas. Ausdauer. Oh, jetzt drückt er aber richtig Hamel hier. So, ich brauche Ausdauer. Hat keinen Zweck, der verteidigt auch gerade. Komm. Oh. Der kommt zurück. So, und... Nein, hör auf zu drücken, ich sag. So, jetzt drückt er. Vielleicht hat er keine Ausdauer mehr. Und wir auch nicht mehr, scheiße. Einmal noch Ausdauer volltanken. Und dann haben wir ihn gleich. Da ist er. Bam! Junge, Hammern. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Ja, es dürfte drauf der Kerl. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Keine Arbeit? Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result,
find myself arm wrestling to pay for my drink. Harpunier. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger, who sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar, and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Ah, komm. Dann bestellen wir noch mal einen Drink. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. Genau, wer war er? Wer kann's And sein? who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Er weiß es. Ja, das glaub ich auch. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Das Of kriegen wir. course. Und Charakterporträt müssen wir auch noch machen. So. Ah, Ohrring, damit fangen wir an. Goldener Ohrring. Was ist das? Achso, ein Pixelfehler. Billige Kleidung. Ja. Aber kräftige Arme hat er. Gelbe Fingernägel. Und eine Tätowierung. Ah, Tabakbeutel unterschieben und auf die Toilette gehen. Back in a second. I'm off to the Gazi. I'll be here with my drink. Ah, die Kerns Jacke hier. Komm, das machen wir mal ganz unauffällig mal eben. So. Here it is. Und achso, wir müssen glaube ich gar nicht aufs Klo, ne? Das war nur der Vorwand. Ich bin doch doof. So. Tabak. Have you got any tobacco? We've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Das ist also seiner. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Kerns Tabakbeutel. Tabakbeutelbeweisbesuch. Patrick Cairns hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehörte. Das beweist, dass er am Tatort war. Aber nicht notwendigerweise ein Täter ist. Ja.
Tabakbeutel beweist Schuld. Patrick Cairns hat bestätigt, dass Tabakbeutel ihm gehörte. Das beweist er da war und damit auch, dass er Täter ist. Ja, das mit dem Nelligans-Profil, das passt nicht. Das passt nicht so ganz zusammen. Okay. Das glaube ich nicht, dass es der Nelligan war. Aber wir werden sehen. Wir disapparieren hier mal eben. Ah. Patrick Cairns ist ein erfahrener Harpunier, der momentan im Moment keine Arbeit hat und auch kein Geld hat. Meistens kann man ihn in der Kneipe Sea Witch vorfinden, einem Etablissement vornehmlich für Seemänner, die um Geld Armbrücken machen. Wie so viele andere Matrosen ist auch Cairns ein starker Raucher, was man an seinen gelben Fingernägeln erkennen kann. Ja. Patrick Cairns ist Harpunier. Wie viele andere Seemänner ist auch er ein starker Raucher, erkennbar an seinen gelben Fingernägeln. Das wissen wir schon. Wir sind ein bisschen in einer Sackgasse geraten. Wir gehen mal wieder zum Yard. Wir haben noch eine Rechnung mit dem Liam offen. Achso. Ja gut, dann haben wir halt eben wieder unsere Alltagskleidung an. Was soll's? Mr. Holmes? Mr. Holmes? Ups, wollte ich nicht. So. I'm not saying another word. Wie? I'm not saying another word. Echt jetzt? I'm not saying another word. Lügner. What am I doing here? I've done nothing wrong. Wir sitzen, glaube ich, gerade echt mega in der Patsche. Schwierig ist das, schwierig. Gut, dann gucken wir mal. In Woodman's Lee, oder? Nein, das bringt nichts. Baker Street. So. You met Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? Ja, ehrlich gesagt glaube ich das wirklich. Wir müssen nicht was ändern. Ah, guck mal. Kein Gärtner. Liebenhöflichsbrief, Viertlich Stieflerbrücke. So, da haben wir was Neues. Ungeklärte Anwesenheit. Leben Hörtlichs Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten von Buttons Lied, was beweist, dass er dort gewesen ist. Doch Jules Carey behauptet, dass es keinen Gärtner von Buttons Lied gab. Hörtlichs Motiv. Möglicher gemeinsamer Mord. Ah, das glaube ich nicht. Es gibt zwei Täter. Ah, nee, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. John Hopley, Nedigan und Liam Hurtley. Nein. Nein, das glaube ich nicht. Nee, das ist nicht richtig. Ja, das ist, glaube ich, nämlich eher. Tabakbeutel beweist die Schuld.
Ich meine, was haben die beiden miteinander zu tun? Warum sollten die beiden jetzt... Ja, ich bringe ihn um, damit ich jetzt meine Frau hier haben kann. Und ich bringe ihn um, damit ich meine Wertpapiere kriege. Das ist schwer zu sagen. Ich muss da nochmal reingehen, das ist irgendwie nicht... So, fehlende Wertpapiere. Einbruchsversuche. Ah, guck mal. Notizbuch holen. Ein Einbruchsversuch fand statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person Suche nach den Wertpapieren. Der Legend war auf der Suche nach den Wertpapieren seines Vaters in Peter Carys Hütte. Das erklärt seine Anwesenheit am Tatort. Ja, das glaube ich nämlich eher. So. Nelligans Unschuld. John Nelligan ist ein Opfer der Umstände. Er entspricht weder dem äußeren noch dem psychologischen, dem Profil des Mörders. Dabei ertappt wir die Wertpapiere. Nee, ich glaube wirklich, also wie soll der den an der Wand pinnen? So. So, das haben wir noch. Ups, das hier. Harmlos Flirt. Verzweifelte Eifersucht. Es ist bestätigt, dass Liam Hurtley mit Peter Carys Frau geflirtet und sich in sie verliebt hat. Allerdings ging das Ganze nicht über zärtliche, aber harmlose Gespräche und Brief hinaus. Haben wir ja gesehen. So, jetzt wollen wir das auch nochmal schlussfolgern. Hurtleys Motiv? Nein. Hurtleys Anwesenheit in Woodman's-Lee in der Mordnacht geht auf seine Zuneigung für Judith Carey und die Tatsache zurück, dass er dort als Gärtner gearbeitet hat. Glaube ich wirklich eher. Cairns ist der Täter. Peter Carey wurde von Patrick Cairns ermordet. Cairns ist Harpunier, sein Tabakbeutel wurde in Carys Hütte gefunden. Ein kaltblütiger Mörder, er hat Peter Carey ermordet und muss dafür mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Gnade für Cairns. Patrick Cairns hat Peter Carey getötet, aber es war kein vorsätzlicher Mord. Er handelte in Notwehr gegen einen bewaffneten, betrunkenen, aggressiven Seemann. Das macht Sinn. Ja. Haben wir das. Am nächsten Tag. Ja. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't you? Yes. How? The tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. Da bin ich gespannt. Einige Zeit später. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes.
You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. Genau. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Oh, der ist so geil drauf. Einige Zeit später. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. Peter Carey wurde von Patrick Cairns ermordet, einem Harpunier und damit der einzige, der solch einen genauen und kräftigen Wurf bewerkstelligen konnte. Sein Tabakbeutel wurde in Careys Hütte gefunden. Er hat jedoch in Notwehr gegen einen bewaffneten und betrunkenen aggressiven Seemann gehandelt. Sie haben entschieden, Gnade walten zu lassen. Gefundene Hinweise 16. Schlussfolgerung: Cairns ist der Täter. Entscheidung: Gnade für Cairns. Selekt halten, um Entscheidung zu überprüfen. Achtung, Spoilergefahr. 16 von 16. Cairns ist der Täter. Hey, ist richtig. Wie geil ist das denn? Anderes Ende? Nö, wollen wir nicht. Ich finde das so eigentlich ganz gut. Hat ja wirklich aus Notwehr gehandelt, dann kann man das auch so stehen lassen. Dass er jetzt ein bisschen im Exil ist. Der andere hat seine Kohle wieder. Ja gut, und der Carey ist ja selber sogar ein Mörder. Hat er nun davon. Ja. Ja, nee, ist okay. Fallstatistik. Spiele mit derselben moralischen Entscheidung. Oh. Es haben sogar... haben viele dasselbe herausgefunden, aber auch viele haben... Also ich sag mal, 38% haben ihn dafür verurteilt, dass er ihn ermordet hat. Guck mal, jetzt haben wir so ein Herz da auf der Brust. Oh, wie süß. Ihre Einstufung verständnisvoll. Oh.